Willkommen bei Anderswohin. Mein Name ist Uli. Ich will in diesem Video etwas in Erinnerungen und Träumen von anderen schönen Orten schwelgen. Diese Reise führt uns in den Norden von Burgund in Frankreich. Wir sind hier zwischen Montbard und Dijon. Das liegt etwa 300 Kilometer in südlicher Richtung von Paris. Das ist nicht nur eine Region, in die man wegen der Weine und der Küche reist. Das Burgund ist reich an historischen Denkmälern, Kunstschätzen und Bilderbuchlandschaften. Übrigens, das Burgund eignet sich gut für eine Reise mit dem Fahrrad. In dieser Idylle gibt es eine Menge malerischer Dörfer, kleiner Städte und die Zeugnisse der Vergangenheit. Bei unserer Reise durch Nordburgund haben wir im Ort Chanceaux gewohnt. Ein typisches Straßendorf. Knapp über 200 Einwohner gibt es hier. Wir sind im Departement Côte d'Or, knapp 30 Kilometer nordwestlich von Dijon an der Seine. Und Seine ist auch gleich das richtige Stichwort. Die Seine verbindet man ja meist mit Paris, wo der Fluss die Stadt durchschneidet. Ganz in der Nähe von Chanceaux liegt die Gemeinde Sourcine. Hier gibt es eine Quellgrotte mit einer Nymphenstatue und das ist eine der Quellen der Seine. Das Gelände rund um die Quellen ist Eigentum der Stadt Paris. Man kann also, obwohl wir 300 Kilometer von Paris entfernt sind, sagen, die Seine entspringt in Paris. Gleich in der Nähe liegt das malerische Dorf Flavigny-sur-Lucerne. Das Dorf ist als eines der schönsten Frankreichs klassifiziert. Die Häuser hier, die stammen größtenteils aus dem 13. Jahrhundert. Hier gibt es eine Fabrik, die Anis-Bonbons herstellt. Jedes der Bonbons hat einen Kern aus echtem Anis. Die Bonbons kann man hier natürlich an Ständen kaufen. Die Manufaktur ist in der ehemaligen Benediktinerabtei Saint-Pierre. Das hier ist so ein Verkaufsstand. Wenn ihr in dieser Abtei, also in einer verlassenen Abtei ist, das eine Ruine seid, dann lasst euch diese Krypta aus der Karolinger-Epoche nicht entgehen. Im 9. Jahrhundert war das hier ein ganz bekannter Pilgerort. Hier nämlich wurden die Reliquien der heiligen Regina aufbewahrt. Man kann hier in die Krypta reingehen. Sehen schon toll aus, diese ganzen Säulen und die Kapitelle. Wer die Asterix-Comics liebt, der ist hier im Norden von Burgund richtig. Denn hier hat es den Gallier-Anführer Vercingetorix tatsächlich gegeben. Wir sind in Alésia, heute eine große Ausgrabungsstätte, ein Museum. Alésia, das war die Hauptstadt der Mandubier. Das war ein Volksstamm der Gallier. Hier fand 52 nach Christus die berühmte Schlacht zwischen Caesars Truppen und den Galliern statt. Die Gallier haben verloren und seitdem war Gallien dann von den Römern komplett besetzt. Vercingetorix, der hatte sich hier mit seinen Truppen in der Stadt verschanzt. 20.000 Gallier kämpften hier gegen 70.000 Römer. Alésia wurde belagert. Am Ende haben sich die Gallier unter Vercingetorix ergeben. Er selbst hatte gehofft, so sein Volk vor römischer Rache und Sklaverei schützen zu können. Für die Franzosen ist der Gallier bis heute noch ein Held. Was wir heute hier sehen, das sind die Reste der Gebäude, die von den Römern nach der Eroberung der Stadt gebaut wurden. Theater, Forum, Straßen, Handwerkerstätten und Wohnhäuser. Alésia ist dann im 9. Jahrhundert verfallen. Ja, und eine 7 Meter hohe Statue, die erinnert hier in Alésia an Vercingetorix, diesen gallisch-keltischen Averner. Wenig entfernt von Alésia, da liegt der Ort Vézelay, ein bekannter Wallfahrtsort. Hier war einer der Ausgangspunkte des Jakobswegs nach Santiago de Compostela. Im 12. Jahrhundert war Vézelay das Zentrum des Magdalenenkultes, also der heiligen Maria Magdalena. Das ist hier die Kirche Sainte-Marie-Madeleine. Sie gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, eine dreischiffige Basilika. Hier ist schön zu sehen, man bewegt sich hier vom Eingang aus dem Dunkeln hin ins Licht zum Chor. Die Kapitelle von Vézelay, die stammen alle aus der Zeit zwischen 1120 und 1140. Der nächste Ort, das ist Dijon. Und hier sind wir im Herzogspalast. Das ist die Hauptsehenswürdigkeit eigentlich hier in Dijon. Heute ist das ein Museum. Ein Höhepunkt sind für mich die Sarkophage, die hier ausgestellt sind. Es sind die Grabmäler der Herzöge von Burgund. Unter den Statuen der Herzöge, da gibt es Arkaden im Sockel. Und in diesen Arkaden sind 41 trauernde Personen dargestellt. Das sind die Grabmäler von Philipp II., dem Kühnen, und das von Johann ohne Furcht. Achtet mal auf die Feinheiten der Darstellung. Das ist ganz, ganz große Kunst. Das hier ist der Prachtpalast der Herzöge von Dijon von außen. Und noch ein Tipp, die Innenstadt von Dijon, die lohnt natürlich auch. Etwas nördlich von Dijon, da liegt die Stadt Montbard und hier liegt der Ort Buffon.
Da gibt es ein Industriedenkmal, die Schmiede von Buffon. 1768 ließ der Graf von Buffon sie bauen. Der Graf, der war eigentlich Naturforscher. Hier allerdings führte er Forschungsarbeiten zu Schmelzvorgängen und Experimente mit Mineralien durch. Die Schmiede, die wurde durch 11 Wasserräder betrieben. 400 Arbeiter waren hier beschäftigt. Der Graf, der hieß Georges Louis de Buffon und war ein Pionier der Industrialisierung Frankreichs. Ganz in der Nähe von Montbard, da ist der Burgundkanal. Der ist fast 250 Kilometer lang. Er verbindet die Yonne mit der Saône und letztendlich dann über weitere Flüsse und Kanäle mit dem Atlantik und dem Mittelmeer. Und noch ein UNESCO-Weltkulturerbe hier im Norden von Burgund, die Abtei Fontenay, ein Zisterzienserkloster. Es wurde im 12. Jahrhundert von Bernhard von Clairvaux gegründet. Hier war einmal eines der führenden geistlichen Zentren der Region. Die Gebäude, die sind heute noch weitestgehend im Originalzustand. Die Kirche, einfach, streng und klar. Zisterzienser üblich halt. 66 Meter ist sie lang. Interessant ist, es gibt keinerlei Sitzbänke, denn Laien hatten keinen Zutritt zu Zisterzienserkirchen. 7-mal am Tag und einmal in der Nacht versammelten sich die Mönche in der Kirche zum Chorgebet und mindestens einmal zur Messe. Das galt ohne Ausnahme für jeden Tag und zwar immer. Neben der Basilika, da gibt es hier noch den Schlafraum der Mönche, den Kapitelsaal und ein Meisterwerk der Romanik, der Kreuzgang, mit sehr schönen Kapitellen. Das Ganze liegt um einen begrünten Innenhof. So, ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß an dieser kleinen Erinnerungsreise in den Norden von Burgund nach Frankreich. Wenn hier es genug Zugriffe gibt, dann mache ich auch gerne noch weitere Videos, denn ich bin ziemlich oft in Frankreich unterwegs gewesen. In diesem Sinn, tschüss.